Wir sind hier an einem Modell von dem Z1 Speicherwerk und ja, vielleicht erstmal zum Überblick. Hier vorne, das ist der Speicher. Da ist jede Zeile quasi ist ein Wort in dem Fall und ein Wort mit 4 Bit. Und man sieht dann immer diese Knubbel, diese dunklen Böbbel. Wenn die unten sind, dann ist es die 0 und wenn sie oben sind, dann ist es die 1. Also haben wir hier zum Beispiel im untersten Wort 0, 1, 1, 1 gespeichert. Die oberste Zeile ist die Adresse 0, dann haben wir die Adresse 1, die Adresse 2, die Adresse 3. So, wo stellt man die Adresse ein? Das wird hier drüben gemacht mit diesen 2 Schaltern. Wenn die beide nach rechts schauen, von hier aus gesehen, dann haben wir zweimal die 0. Das heißt, wir würden dann die erste Zeile adressieren, die Adresse 0. Jetzt kann man 2 Operationen machen. Und zwar einmal können wir lesen von einer Speicherstelle und einmal können wir sie beschreiben. Wenn wir sie beschreiben, müssen wir einstellen, was da rein soll. Und das wird über diese 4 Drehregler gemacht. Und da kann man jetzt eben das Wort definieren. Und wenn der Schalter nach links steht, dann hat man ein 1er-Bit. Und wenn es nach rechts steht, ein 0er-Bit. Das ist die Ausgabe. Das wird dann beim Lesen gesetzt. Und da sehen wir wieder 4 Bit. Rot heißt 1 und blau heißt 0. Man sieht es auch an der Stellung von diesen Knubbeln wieder. Das heißt, wenn es in dem Fall unten ist, ist es die 1 und wenn es oben ist, ist es die 0. Und letztes Ding ist die Kurbel, wo dann die ganze Aktion gestartet wird, wenn man einmal rumkurbelt. Lass uns mal in die Adresse 1 eine Dezimal 3 speichern. Ich würde jetzt denken, dass ich hier 0, links ist 0 und rechts ist 1. Das wäre jetzt doch logisch. Das wäre die Adresse 0. Aber kann es sein, dass es genau anders ist? Das wäre Adresse 1, das ist richtig, weil ich glaube, der linke Schalter ist das höherwertigere Bit. Hier steht es ja auch 00, 01, 10, 11. Ja, hier steht es ja auch, genau. Also der linke Schalter ist das höherwertigere Bit und der rechte das niederwertige. Und das haben wir jetzt auf 1 gesetzt. Das heißt, wir müssten jetzt tatsächlich die zweite Zeile, also Adresse 1, ansprechen. Und wir wollen jetzt was reinspeichern. Der Speicherknopf steht schon. Dezimal 3 wollte ich reinspeichern. Das heißt, das wäre 1100. Also von hier aus gesehen 10, genau. 0, 0, 1, 1 von links gelesen. Drehen und sehen in der zweiten Spalte auch. Wir haben jetzt die Adresse. Was ist die Adresse jetzt? Sozusagen das nur andersrum angeguckt. Also genau. Jetzt haben wir die Adresse 1 eingestellt. Und deswegen erwarten wir hier, dass diese zweite Zeile sich verändert. Jetzt drehen wir. Und tatsächlich wird hier reingespeichert 0, 0, 1, 1, so wie gewünscht. Und jetzt geben wir es aus. Wir haben den Schalter auf Lesen. Momentan haben wir in der Ausgabe eben die 0, 1, 1, 1. Und das wird sich jetzt ändern, wenn gedreht wird. Und tatsächlich haben wir auch die 0011 wie gewünscht.